Die Konferenz in London von Donald Trump und Emmanuel Macron hat mit mir gehört der ehemalige General Egon. Willkommen bei Phoenix. Herzlichen Dank, guten Tag. Herr Rams, wir haben gerade gehört, dass die beiden über jemanden gesprochen haben, über den wir im Vorfeld gerade auch schon gesprochen haben, nämlich den türkischen Präsidenten Erdogan. Wie sehr gefährdet er das Zusammensein, das Zusammenhalten dieses Bündnisses heute? Also Präsident Erdogan verfolgt, ich sag mal, ausschließlich türkische Interessen. Egal, ob es um Bewaffnung geht oder Geräte, die er kauft woanders, oder ob es um Nordsyrien geht, wo er ja entsprechend einmarschiert ist, um sich letztendlich ein Problem, nämlich das Problem mit den Kurden, vom Hals zu schaffen. Er geht da immer seiner eigenen Interessenlage nach und nimmt eigentlich auf andere relativ wenig Rücksicht. Und da will er jetzt allerdings auch die NATO sozusagen mit in Haftung nehmen, weil er sagt, ich blockiere jetzt hier in London alle weiteren Beschlüsse Richtung baltische Staaten und Polen, also dort erhöhtes Engagement der NATO, wenn ihr eben nicht mit mir die Türken zum Also leider hat die NATO oder die Verfassung der NATO, die Organisation der NATO diese Möglichkeit. Ja. Es geht ja bei der NATO immer darum, auch gerade mit Blick auf Gipfelbeschlüsse, dass man im Konsens handelt. Das wird vorher sorgfältig vorbereitet in den verschiedenen Arbeitsebenen, bevor es in einen solchen Gipfel kommt. Und man muss dann schon überrascht sein, wenn jemand auf dem Gipfel dann sagt, und jetzt stimme ich bei allen Dingen, die das betreffen, oder auch bei der Gipfelresolution oder Schlusserklärung, stimme ich nicht mit, einfach weil ich meine Interessen durchsetzen möchte. Und die NATO lebt in dieser Frage von Kompromissen. Und die NATO rauft sich in solchen Dingen im Regelfalle vorher über Verteidigungsministertreffen, Außenministertreffen zusammen, bevor dann auf dem Gipfel Papiere auf den Tisch gelegt werden, wo er nicht zustimmt. Aber da ist das jetzt pure Erpressung? Also es ist zumindest die Möglichkeit oder der Versuch, die NATO entsprechend unter Druck zu setzen, dass sie auf seine Handlungsrichtung einschränkt. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Konfliktlinien, wenn ich an die Luftabwehrsysteme denke, wenn ich an die Gegenreaktion der Amerikaner denke, die F-35 nicht mehr an die Türkei zu verkaufen. Das hat schon eine herausragende Qualität, die wir eigentlich in den letzten Jahren innerhalb der NATO in dieser Form nicht erlebt haben. Und wie kommt die NATO da wieder raus? Die Deutschen haben ja diesen Vorschlag gemacht von einer externen Beratergruppe, der also jetzt morgen auch beraten werden soll, dass der Generalsekretär sich sozusagen Expertise, Hilfe von außen holen kann, um vielleicht noch andere, andere Gesprächsforen zu finden? Es kann sein, dass eine externe Beratergruppe oder überhaupt externe Berater, die möglicherweise nicht in den entsprechenden NATO-Rahmenbedingungen verfangen sind, vielleicht die ein oder andere neue Idee kreiert. Ansonsten reichen die Mittel des Generalsekretärs über den internationalen Stab und internationalen Militärstab und die Botschafter, die ja alle Nationen in Brüssel haben, aus, um diese Arbeit eigentlich mit eigenen Mitteln, mit Bordmitteln abzuarbeiten. Trotzdem, wenn man sich einen gewieften alten Botschafter, wenn man sich einen gewieften alten Außenminister, ich erinnere daran, dass eine Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika mit an der Strategie im Jahr 2009-10 gearbeitet hat, dann kann man nur, also Frau Albright, dann kann man nur sagen, das kann dann durchaus auch schon mal einen Erfolg bringen, wenn jemand von außen mit einer etwas anderen Perspektive darauf schaut. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückkommen zu Erdogan. Ist er wirklich eine Gefahr im Moment für die NATO oder ist das nur eine der üblichen Bedrohungen, die diesmal eher von ihm kommen als von außen? Ich glaube, dass er für zwei Dinge kämpft. Er kämpft einmal um seine eigene Situation für die Türkei als Regionalmacht im Nahen Osten. Das ist ihm ein sehr wichtiger Weg und ich glaube, dass er auf diesem Weg in den letzten Jahren Boden verloren hat. Und er versucht, das wieder zurückzugewinnen und er versucht dabei, die Unterstützung der NATO mehr oder weniger zu erpressen, um auf diesem Wege dort wieder Fortschritte zu machen. Ob das erfolgreich wird, ist eine zweite Frage dabei. Wenn er nicht zustimmt, gibt es keine entsprechenden Gipfelbeschlüsse. Das ist das Endergebnis. Dann steht man eigentlich vom Scherbenhaufen. Und dann freut sich Russland. Wladimir Putin hat heute gesagt, die NATO wäre zwar ziemlich unhöflich Russland gegenüber gewesen, aber er sei trotzdem bereit zur Kooperation. Also Putin nimmt diese Dinge sehr geschickt auf und er spielt sie auch sehr geschickt. Genauso wie er das Vakuum in Nordsyrien geschickt mitgespielt hat, indem er gemeinsam mit Assad, das wollten ja eigentlich alle vermeiden, dort oben mit syrischen Truppen reingegangen ist und ja eigentlich den überwiegenden Teil dieser Zone im Norden zusammen mit den Syrern kontrolliert. Die Türken haben nur einen ganz bestimmten Anteil. Von daher ist er eigentlich derjenige, der von diesem Abzug der Amerikaner, der dieses verursacht hat, am meisten profitiert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Putin auch genügend Geduld hat, um andere günstige Situationen abzuwarten, um wieder Vorteile für sich selber zu gewinnen. Muss die NATO mehr mit Russland reden? Auch das hat Macron ja gesagt. Also zum Beispiel auch im Hinblick auf die Ukraine. Jetzt mal zu sagen, naja, jetzt wollen wir doch mal langsam den Ball etwas flacher halten. Wir brauchen eine gewisse Annäherung an Russland wieder. Also wir müssen feststellen und festhalten, dass ja die Situation, die jetzt entstanden ist,
auch in der Kontroverse zwischen NATO und Russland, und die ja nicht von heute an begonnen hat, sondern die hat begonnen im Jahr 2008 mit dem Georgienkrieg, sich im Laufe der Jahre langsam hochgeschaukelt hat. Und dass die Ukraine da schon eine ganz besondere Qualität hat, weil hier unterhalb einer bestimmten Schwelle auch militärische Mittel eingesetzt worden sind, um diesen Erfolg zu haben, die Ukraine wieder zurück nach Russland zu holen. Wobei zurück ist falsch, ist ja von Nikita Khrushchev den Ukrainern geschenkt worden. Auf jeden Fall hat Putin da auf eine sehr geschickte Weise mit einer Art hybriden Kriegführung sich seine Vorteile verschafft, und er wird das an anderer Stelle wieder tun. Er hat das Ziel, Russland wieder als Weltmacht zu etablieren, und er ist auf dem Wege dahin, das zu erreichen. Und da muss die NATO noch einiges tun, um ihm da Paroli zu bieten.